Hi, ich bin Nessa. Ich hatte 2017 die verrückte Idee, ein Tiny House zu bauen. Was man so lernt, wenn man sein eigenes Zuhause plant, zusammenschraubt und durch die Gegend fährt, das erzähle ich euch heute. Der Bau eines kleinen Hauses unterscheidet sich kaum von dem einer mehrstöckigen Villa. Wunsch trifft auf Realität. Egal wie groß das Budget ist, am Ende scheint es doch nie ganz zu reichen und die besten Ideen hat man oft, wenn es für ihre Umsetzung eigentlich schon zu spät ist. Ja, hier wäre eigentlich ein Fenster nicht schlecht. Bauen ist chaotisch, überfordernd, inspirierend, ermüdend, lebensverändernd und witzig. Nur eins ist es ganz bestimmt nie: entspannend. Wenn man gleichzeitig Bauherrin und Bauarbeiter, Finanzchef und Lehrling ist, hat man keine ruhige Minute, außer man nimmt sie sich. Ich habe schnell gelernt, dass der Feierabend wenig mit Feiern zu tun hat, sondern einfach nur mit dem nötigen Abstand zum eigenen Projekt. So sehr man sein Haus auch liebt, aber ab und zu braucht man einfach einen Tapetenwechsel. Ein paar Tage wegfahren, am Wochenende die Baupläne beiseite legen oder, wie in meinem Fall, einfach mal krank werden, ist zwischendurch sinnvoll und wichtig. Denn hey, die sportlichen paar Monate, die du dir als Frist für die Fertigstellung gesetzt hast, vergiss sie. Das klappt nie. Vor Baubeginn und aus einem Zustand der vermeintlichen Ordnung und Planbarkeit heraus gibt man sich selbst alle möglichen Versprechen, die man am Ende eines nach dem anderen über Bord wirft. Du denkst, du bist mit dem Bau in 6 Monaten durch? Ja, pack lieber nochmal 12 drauf. Du planst mit einem Budget von 20.000 Euro? Mach lieber 35.000 draus. Woher ich das weiß? Tja. Obwohl einen jeder, der schon mal gebaut hat, höflich warnen wird, glaubt man es besser zu wissen und plant am Anfang knapp, präzise und sehr optimistisch. Da wir mit dem Rohbau meines Hauses zu dritt innerhalb von 2 Monaten fertig waren, ging ich davon aus, dass der Rest bis zum nächsten Sommer auch zu schaffen war. Dieser Rest war ja auch nur der gesamte Innenausbau, der am Ende noch 1,5 Jahre gedauert hat. Wie kann man sich so verkalkulieren? Ganz einfach. Es ist unmöglich, ohne Erfahrungen im Bau im Vorhinein zu wissen, welche Hürden zu meistern sind. Was ehrlich gesagt auch gut ist, denn andernfalls wären einige Projekte, dieses mit eingeschlossen, vielleicht nie begonnen worden. Es fehlt Material, der passende Handwerker hat erst nächstes Jahr wieder Zeit, man schrottet sein Werkzeug und muss Neues besorgen, es ist arschkalt draußen oder man hat nach 5 Tagen Streichen dezente Motivationsprobleme. Diese und weitere Gründe sorgen dafür, dass es einfach länger dauert. Was für mich als die ungeduldigste Person des Jahrhunderts ein gutes Lehrstück war. So verliebt man in das eigene Haus auch ist, das anfängliche Feuer für den Bau wird irgendwann etwas niedergebrannt sein und der Rest des Lebens schleicht sich wieder ein. Und damit meine ich so banale Dinge wie Arbeit oder Sozialleben. Es gibt eben nicht nur die eine Baustelle im Leben, auch wenn es einem finanziell vielleicht manchmal so vorkommt. Ich glaube, es wurde selten ein Haus gebaut, das am Ende günstiger war als ursprünglich gedacht. Kein Wunder, auch bei bester Planung vergisst man mal so triviale Dinge wie Möbelstücke, Farbe oder Sichtschutz. Oder geht wie in meinem Fall davon aus, dass die Heizung schon nicht so teuer werden wird. Sie hat übrigens 8.000 Euro gekostet. Irgendwas ist immer. Und damit man während des Baus auch noch Geld übrig hat für so verwegene Dinge wie Tapete, einen Kühlschrank oder Fenstergriffe, sollte man immer davon ausgehen, dass das anfängliche Budget am Ende magischerweise verdoppelt werden muss. Fehlende Motivation kann man sich mit einem Bluetooth-Lautsprecher und 80er-Hits notfalls einprügeln, aber fehlendes Geld bleibt fehlendes Geld und wenn es daran scheitert, ist es wirklich bitter. Da ist es gar nicht so verkehrt, wenn der Bau etwas länger dauert. Ich hatte dann nämlich zwischendurch Zeit, wieder neues Geld zu verdienen. Ja, Bauen ist chaotisch und teuer und langwierig, aber Bauen ist vor allem unmöglich ohne Hilfe. Und damit meine ich nicht primär die nötigen Handwerker, die man übrigens rechtzeitig buchen sollte, bevor man eine Zwangspause einlegen muss, sondern vor allem die private Unterstützung. Ich war, wie eben schon angedeutet, handwerklich zwar kein Vollnoob, aber auch nicht unbedingt sehr weit fortgeschritten. Ohne die Expertise meiner Eltern und ihre vereinte Muskelkraft hätte ich all das sicher nicht stemmen können. Viele Dinge sind alleine auch gar nicht möglich. Ich meine, versuch mal ohne Hilfe eine knappe Tonne Dach auf ein Haus drauf zu hieven. Aber nicht nur das, mit Unterstützung geht auch alles einfach schneller von der Hand, man macht bescheuerte Grimassen, hat ein Augenpaar mehr, das feststellen kann, wer man falsch gemessen hat, man albert herum, um zu vergessen, dass es gerade nur 2 Grad über Null sind
Man bekommt am Abend vielleicht sogar eine warme Suppe, wenn man nach Hause kommt und vieles mehr. Ich bin in meinem Leben ansonsten der Meister der Alleingänge mit wechselndem Ergebnis. Aber beim Bauen habe ich gelernt, dass manches einfach besser zusammen funktioniert. Und definitiv lustiger. Ein paar Worte auch noch zu den eigenen Ansprüchen. Ich bin nämlich zufälligerweise manchmal eine Hardcore-Perfektionistin. Falls ihr mir nicht glaubt, fragt mal meinen Vater, der regelmäßig Schraubenabstände mit einem Zollstock ausmessen musste, bevor er bohren durfte. Bevor ich das Haus gebaut habe, hatte ich eine ziemlich detaillierte Vorstellung im Kopf, bis hin zur Maserung der Deckenbalken. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass es mir gelungen ist, diese Vorstellung in die Realität zu übersetzen. Aber ich musste ab einem gewissen Punkt auch entscheiden, dass manches für mein Idealbild vielleicht nicht so wichtig ist. Man kann sich beim Bauen unheimlich verzetteln, wenn man auf Perfektion aus ist. Man kann es aber auch irgendwann einfach sein lassen und feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist. Ich weiß, das ist schockierend, aber ich habe irgendwann sogar aufgehört, jedes Loch, das jemand gebohrt hat, einzeln abzusegnen. Gut, dafür decke ich bis heute jede einzelne der über 100 Schrauben an meiner Fassade ab, wenn ich sie streiche, aber irgendwo muss man ja seine Prioritäten setzen. Der Punkt ist, manche Dinge muss man einfach loslassen. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass das erste Haus, das man jemals baut, nicht perfekt wird. Das macht aber auch nichts. Wie ist das nun, nach 2 Jahren Chaos und schiefgesetzten Schrauben in einem selbstgebauten Zuhause zu wohnen? Es ist großartig. So etwas zu erschaffen, gibt einem das Gefühl, dass man es mit allem auf der Welt aufnehmen kann. Egal wie erleichtert man nach dem Studium ist, den Abschluss geschafft zu haben, und ich war ziemlich erleichtert, ich habe noch nie so eine innere Zufriedenheit verspürt. Das hier habe ich gemeistert. Und es hat mein Leben verändert. Dinge, die vorher allzu wichtig erschienen, wurden irrelevant und andere Dinge, über die ich nie nachgedacht hatte, wurde großer Wert verliehen. Ich fühle mich stärker, erwachsener, mächtiger und ich weiß eine ganze Menge mehr darüber, wie man einen Akkuschrauber richtig hält. Haus bauen ist ein Abenteuer und ein Tiny House zu bauen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil wir wirklich fast alles selbst machen konnten. Es war unfassbar anstrengend und unfassbar lohnenswert. Würde ich es wieder tun? Auf jeden Fall. Ich würde mir aber vielleicht vorher bessere Handschuhe kaufen. Abgesehen von diesen allgemeinen, aber nicht minder wichtigen Lebenslektionen habe ich natürlich auch ein paar sehr konkrete Dinge über das Bauen eines Tiny Houses gelernt und die möchte ich gerne demnächst auch noch mit euch teilen. Es wird also dazu noch ein extra Video geben. Für alle, die jetzt hier ganz neu sind, es gibt am Ende des Videos sowie in der Videobeschreibung und hier oben alle anderen Videos rund um mein Tiny House. Da werden sicherlich einige eurer Fragen schon beantwortet. Für alle, die schon etwas länger dabei sind, vielen Dank, dass ihr weiterhin diese Reise verfolgt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal bei Patreon bzw. hier unten bei Join oder Mitglied werden vorbeischauen, denn ihr könnt monatlich den Kanal unterstützen und dafür ein paar extra Inhalte bekommen. Mehr Infos gibt es dann auf den jeweiligen Seiten. Es wird am nächsten Samstag oder am übernächsten Samstag um 18 Uhr hier wieder weitergehen. Bis dahin eine schöne Zeit, frohes Schaffen und ich sage wie immer, ciao.